Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Wagamama Rakia, hoffe das war jetzt richtig, und dem Song Rain. Empfehlung aus dem Discord, schaut da gerne mal vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort habe ich immer einen guten Überblick, wenn ihr da Empfehlungen reinpostet. Bisher macht das nur einer, das ist der Topse. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das für ein toller Song ist. Ich glaube auf Wagamama Rakia haben wir seit der Japan-Woche nicht mehr reagiert. Kann das sein? Wird also mal wieder Zeit. Okay, komplett anders als ich jetzt erwartet habe. Bei diesem kurzen habe ich erwartet, jetzt geht richtig der krasse Metal los, der mir die Ohren wegfliegen lässt. Aber nein, es kommt ein gefühlvolles Piano. Schön, überraschend, erfrischend. Gut. Die Melodie am Anfang kam mir ein bisschen bekannt vor. Ich weiß jetzt nur nicht woher. Vielleicht Black Hole Sun oder wie ist das Lied? Black Hole Sun, won't you come? Irgendwie so ähnlich, ne? Kam mir so der anfängliche Melodie, jetzt kam mir ein bisschen so rüber. Naja, vielleicht liegt es auch nur an mir. Das mag ich schon mal sehr. Bap, 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 bap. Schön auf die Fresse. So ist das fein. Ja, sie hat eine wunderschöne Gesangsstimme. Das traumhaft. Einfach traumhaft. So wie viele Bands, die wir uns in letzter Zeit hier ansehen. Da gibt es immer wirklich so tolle Sänger und Sängerinnen. Erstaunlich. So viel talentierte Menschen zu sehen. Ja, ich verstehe zwar kein Wort, aber richtig toll gerappt. Und das ist auch so eine Sache, die ich super finde. Sie haben, dadurch, dass sie hier mehrere Vocalists haben, von der
jede ihre eigenen Stärken hat. Ne? Wie gesagt, sie hier als Rapperin, die andere mit einer tollen Gesangsstimme. Ähm, Dadurch hast du natürlich eine große Bandbreite an Möglichkeiten, was du alles machen kannst für Musik. Und bist nicht so ja, festgenagelt auf eine bestimmte Art von Musik, wie das bei manchen Bands ist. Wenn du nur einen Sänger hast und der kann zum Beispiel nur schön clean singen, aber zum Beispiel kein Growling, kein Screaming, hat vielleicht, ja, kann nicht rappen, was nicht schlimm ist. Ich meine, wir sind hier im Metal, da muss Rappen nicht unbedingt sein. Aber wenn der halt wirklich nur eine Art zu singen hat, dann bist du schon sehr eingeschränkt. Und da ist es natürlich gut, wenn du entweder einen Sänger hast, der wirklich sehr vielseitig ist mit seiner Stimme. Beispiel Dan Vasc oder um bei Damen zu bleiben, Tatjana von der Band Ginger. Dann kannst du sehr, sehr, sehr viele verschiedene Songs machen, die sich immer wieder neu und anders anhören. Und das ist auch sehr toll. Please, tell online. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wie toll das Piano hier eingebunden ist. Du merkst es halt wirklich nur im Detail, wenn du genau hinhörst und darauf achtest. Aber es gibt der Sache hier eine schöne Fülle und eine ja, Vielseitigkeit in einem Song. Ja, das sind solche klassischen Instrumente wie das Piano oder zum Beispiel bei Unlucky Morpheus die Geige, die Songs nochmal richtig stark aufwerten. Gerade im Metal-Bereich finde ich das immer eine sehr schöne Idee, dort nochmal solche Füllelemente einzubauen, die hier ja, das Ganze perfektionieren. Schön. Und gerade so in diesem Part hier, wenn du nicht genau darauf achtest, merkst du gar nicht, dass das Piano da ist, aber es ist da und man hätte es weglassen können. Aber das haben sie nicht. Sie haben das Piano hier schön mit eingebaut. Ja, wie gesagt, es gibt dem Ganzen noch eine schöne Fülle. Toll. Wundervoller Song. Richtig stark. Ja. Wie gesagt, es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir das letzte Mal auf Wagamama Rakia reagiert haben. Aber wir werden versuchen, das öfters einzubauen. Allerdings ist das halt auch wirklich schwer. Bei so vielen tollen Künstlern, die wir hier haben. Und was ist das? Hier sind schon wieder auch andere Bands, die wir noch nicht kennen, die ich hier sehe, die mich interessieren.
Und ja, da bin ich mal gespannt, was wir uns noch so alles ansehen werden und vor allem, was wir noch so für neue Bands entdecken werden. Schreibt gern immer weiter Empfehlungen in die Kommentare. Die Liste ist lang, aber das macht nichts. Wir arbeiten das schon ab. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.